Guten Morgen. Wir stehen momentan auf einem Campingplatz und hier gibt es diese wunderschöne Dachterrasse, auf die wir jeden Morgen und jeden Abend hochgehen, um uns dieses Spektakel anzugucken, wie die Sonne hier langsam am Horizont erscheint und alles in orangenes Licht taucht. Und ja, es ist irgendwie ganz nett, hier mal ein paar Leute kennenzulernen. Jetzt stehen wir nicht mehr einsam in den Dünen, sondern auf einem Platz mit ganz vielen anderen Reisenden aus allen möglichen verschiedenen Ländern. Und es war eine schöne Abwechslung. Toll. Es ist richtig kalt geworden diese Woche. Und gerade morgens, wenn wir jetzt aufstehen, wir stehen ja mit der Sonne auf. Sogar vor der Sonne. noch. Die Sonne geht um kurz vor 8 erst auf. Dann ist es richtig kalt. Und jetzt müssen wir uns erstmal hier in der Sonne aufwärmen. Mit Kaffee. Und Kaffee. Wir stehen jetzt hier auf diesem Campingplatz schon seit letzten Freitag. Wir sind direkt nach unserer Dünentour hier gelandet, weil wir nämlich mal wieder Lust hatten auf eine Dusche und einen Ort gesucht haben, wo wir unser Video in Ruhe schneiden können. Und da hat sich dieser Platz angeboten und mittlerweile ist es Dienstagmittag und wir stehen immer noch hier. Wir sind irgendwie total versackt, weil hier einfach richtig viele coole Leute waren und sind, mit denen wir immer wieder ins Gespräch gekommen sind. Und auf einmal sitzt man dann stundenlang und unterhält sich einfach mit den Leuten. Das ist einfach eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Und ich will euch jetzt einmal zeigen, wie so ein Campingplatz hier typischerweise aussieht. Die meisten Campingplätze und auch Hotels hier in der Gegend haben immer große Mauern um das Grundstück rum. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach als Windschutz dient. Das heißt, man geht als erstes hier durch das große Eingangstor. Wenn man durch diesen Hinterausgang rausgeht, dann steht man in der Wüste. Das ist schon richtig, richtig cool. An der Rezeption vorbei geht es dann hier auf diesen großen Platz und hier kann man sich dann hinstellen. Es gibt Wasser und Strom und es gibt richtig saubere Sanitäranlagen, also Dusche und Toilette. Und das Krasseste an diesem ganzen Platz ist, dass der einfach mega günstig ist. Der kostet umgerechnet 4,50 € am Tag und man bekommt sogar morgens noch von dem Besitzer frisches Brot an den Bus geliefert. Also wenn ihr mal in Merzouga seid, kann ich nur empfehlen. La Gazelle Bleu, so heißt der Campingplatz. Keine bezahlte Werbung, einfach nur eine persönliche Empfehlung, weil der nämlich richtig gut ist. Wir haben letzte Woche richtig Abenteuerluft gewittert und haben deswegen für diese Woche direkt den nächsten Trip geplant. Dieses Mal wird es noch cooler, würde ich sagen. Und zwar brechen wir auf unsere erste richtige Offroad-Tour auf. Und dafür müssen wir jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Wasser auffüllen. Erledigt. Lebensmittel, check. Tanken, check. Wir sind komplett voll. Auch auf dem Dach haben wir einen Kanister voll. Sollte also safe sein. Und wir sind ready. Dann kann es ja morgen losgehen. So, neuer Tag. Heute geht's los. Wir treffen uns jetzt mit unserer Adventure Crew. Wir machen die ganze Sache nämlich nicht alleine, sondern wir haben hier auf unserem Campingplatz, fahr doch rein, 2 Menschen kennengelernt. Und die haben auch ein Allradfahrzeug, ein ziemlich cooles sogar. Und mit denen wollen wir jetzt die nächsten Tage zusammen hier Offroad durch die Gegend brettern. Morning! Morning. And then we're finished. Oh, don't worry. Yeah? Great. Yeah, nice. How are you? So, yeah, great. Nice. To sleep. Good. It was Yeah. really, but cold. It's so Yeah, it cold. was cold. Ich habe euch gesagt, die beiden haben eine coole Karre und ich habe es auch gemeint. Schaut euch das Teil mal an. Das ist eine alte, wobei überhaupt nicht alte, ein relativ neuer Wagen aus Russland. Und das Ding sieht schon ziemlich cool aus. Und ich glaube, wir geben ein gutes Team zusammen an. Unser alter Bulli und dieses Teil. Das Auto kommt natürlich auch nicht alleine. Diese beiden Menschen wohnen da drin. Hello. Sus and Rob. from Holland. Holland, yes. And yeah, we're gonna do this trip together. We're excited, yes. We're really Let's go. excited. Woohoo! Let's keep you out of the sand, no? I think you have to keep us out. That's the deal. There you go. Okay. How Now is we it? keep in contact. And this was hello, over. Check, Hello? check. Do again. Team T3. Yeah, it's working. Perfect. Let's go. All right. See you guys on the road. Team A. Team A is calling for Team B. You're stuck in the sand, or where are you? Wir haben uns eine Strecke vorgenommen. Wir sind jetzt in Merzouga und diese Offroad-Piste geht nach Zagora. Und
Ich glaube, die ist recht bekannt unter den Offroadern. Die geht, glaube ich, teilweise an so einem ausgetrockneten Fluss lang. Soll scheinbar streckenweise auch etwas tricky sein, aber deshalb sind wir zu zweit und wir haben richtig Lust. Wir rechnen so 2 bis 3 Tage dafür. Es sind 280 Kilometer. Ja, 280 Kilometer und ja, wir werden sehen. Yeah, found out a small traffic jam. Some camels on the roads. 20 Minuten später. Wir sind immer noch auf dem Asphalt. Weit im Wort kein Offroad zu sehen, ey. Naja, ist vielleicht die einfachere Lösung. Komm, wir fahren einfach die Straße. Man kann natürlich auch nach Zagora über die Asphaltstraße fahren. Und das ist auch viel kürzer, aber das wäre ja langweilig. But that's not what we want. Wir wollen das Abenteuer. Ah, there we go. Jetzt hört hier das Ende der Straße. Schaut mal. Jetzt geht's los. Die da vorne haben eine schöne Aussicht und wir fahren durch den Stau. Easy. Easy. Wir haben noch nicht mal Luft abgelassen. Stimmt, wir haben noch unsere Reifen sind noch pralle voll. Können wir bei Gelegenheit mal, wenn es jetzt sandiger wird, mal ein bisschen was rauslassen. Aber noch geht's. Noch geht's. Wir haben ja einen Kompressor dabei, für alle, die sich fragen. Aber wir kriegen die Luft danach auch wieder rein. Wir sind ja hier auf einer richtigen Tour. Wir machen jetzt nicht einfach nur Strecke. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Frühstücks- und Kaffeepause. Wir genießen die Tour. Hey Lotta! Ja! Lotta hat sich auch mit der Crew schon angefreundet. Die ist ja immer so ein bisschen skeptisch, aber kein Problem. Oh je, jetzt guck ich mal das Auto an. Ach du Scheiße. Ist das schmutzig. I am a beast, I'm a pit bull off a leash. You can't compete, facing little buddy, you weak. Locked in all week, grind time, let's feast. I fold the op like a crease, I got him shook, that's not where you want to be. You need to move out of my way, I'm coming through like a bulldozer, ayy. Who came to play, got a whole squad full of soldiers, ayy. Ooh, you're making my day, I love when they run from me. They don't want one-on-one with me, I'm bringing the smoke to your house, get it sizzling, whoa. I'm on by, yeah. I said whole time, applied the pressure the whole time, feeling stronger than ever, it's go time, lighting up the low lights and the low lights, bam. My wave on a high tide, tidal wave, my guy standing tall like a tight time. Bisschen Spaß muss sein, ne? Move out of my way, I'm coming through like a bulldozer, ayy. Car's still working. Everything's Still good. working, yeah? Oh, it's fun. It looks cool. Hold on, give me your minute. Hold on, I said give me your minute. Ja, das ist so nice einfach. Geil. Dafür haben wir die Karre gekauft. Nice. Diese Bergkette neben mir, das ist die Grenze zu Algerien. Also wir sind richtig nah an der Grenze nach Algerien. Und Crazy. ja, das ist mega cool. Das war jetzt unsere erste Begegnung mit Kindern, die sich überhaupt für uns richtig interessiert haben. Ja. Leider ist halt immer noch eine Sprachbarriere, die sprechen nicht wirklich Französisch. Ich glaube, die haben nur so ein paar Floskeln und wir halt auch nicht und wir können kein Arabisch. Aber sie wollen immer ein Karamell haben. Ich glaube, das ist auch Oder die haben. Und dann Dirham. Und einer hatte einen Euro. Woher der einen Euro hatte. Ja, es ist immer irgendwie schwierig damit umzugehen. Oder man muss halt irgendwie so einen Weg finden, dass man
wie man da reagiert. Wir sollten uns mal ein paar Bonbons kaufen, die wir verteilen können. Wir haben vorher sehr unterschiedliche Dinge über diese Route gehört und es wurde auf der einen Seite gesagt, dass man die nicht fahren kann, dass sie total schwierig ist und ganz sandig und so, und andere Leute haben gesagt, es wäre gar kein Problem. Also ich denke, wir kriegen das schon irgendwie hin. Da darf man Spaß haben. Genau. Jetzt ist wieder so, dass wir eigentlich am liebsten beide die ganze Zeit fahren würden, aber deswegen wechseln wir uns ab. So, jetzt Gas, nicht anhalten! Das war eine Nummer. Geil. Nein, das wird nichts. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir doch mal ein bisschen Luft ablassen müssen. That's the tough part, eh? Yeah, that was really tough, Yeah. Yeah. Well, you get stuck with your bottom. Luft ist abgelassen. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Schauen wir das Spektakel mal von außen an. Go, 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 go! Yeah, good job! Yes! Yes! Juhu! While you're running in place, I'm on the fast train. Every night a new city, I'm popping champagne. Oh, I'm telling Woohoo! Erste Etappe haben wir geschafft! We made it! Und das ist so schön hier, krass. Wir sind hier umgeben von Dünen, aber hier ist noch ganz viel so schwarzer Stein. Und hier sind Kamele. Did you see these? All these camels right there? Yeah, it's amazing. Wow. Well, it's not. It's fake. They put them for us here. Ja. Tag 1 neigt sich langsam dem Ende und das war einfach so eine coole Tour, die wir heute gemacht haben. Und jetzt zum grünen Abschluss, bevor die Sonne untergeht, sind wir noch auf diese Riesendüne hier hochgekraxelt, was auch richtig anstrengend war. Wir haben gerade gesagt, das ist wirklich einer der besten Views, die wir jemals hatten. Um uns herum ist einfach nichts. Auf der einen Seite sieht man die Straße, die zu unserem Camp geführt ist. Hier auf der anderen Seite ist einfach nichts, da sind nicht mal Autospuren. Sieht einfach aus wie auf dem Mars. Das ist echt schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin schon echt richtig, richtig happy, dass unser Auto uns das ermöglicht, hier hinzukommen. So eine Landschaft zu haben und dann sein Zuhause da unten auf sich warten zu haben, das ist echt schon eine sehr, sehr einmalige Erfahrung. Oh, that's so good bread. She wants that. Oh, the bread. Ah, okay. But you also did some distance, right? Yeah, this is Let's do this. Okay, let's go! Russian team is ready. Say
wir haben jetzt über die letzten Tage echt so wenige Menschen gesehen. Das ist für uns unvorstellbar, wenn man aus Europa kommt. Aber hier ist das halt normal, weil die Sahara einfach eine riesige Wüste ist und hier gibt es nicht so viel. Und deshalb dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Sahara natürlich für uns jetzt ein ziemlich cooler Spielplatz ist, ein Offroad-Spielplatz, wo wir unsere Autos ein bisschen austesten können. Aber für die Menschen, die hier leben, ist das natürlich auch eine Gefahr, weil die Sahara jedes Jahr immer größer wird. Die Wüste breitet sich immer weiter aus und damit verschwindet auch Lebensraum und es werden ganze Landstriche einfach unbewohnbar. Und das Ganze hat natürlich auch zur Folge, dass in solchen Regionen dann Konflikte und humanitäre Katastrophen entstehen. Und das wollen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass das einfach ein riesengroßes Privileg ist für uns, weil wir können hier einfach durchfahren und können dann irgendwann wieder gehen. Wir haben jederzeit die Wahl, diesen Ort zu verlassen, so schön der auch ist für uns, muss man auch da immer im Hinterkopf behalten, dass andere Menschen einen ganz anderen Blick hier drauf haben auf diese Wüste. Nach circa 80 Kilometern sind wir auch für heute an unserem Schlafplatz angekommen. Wir stehen hier wieder ganz nett, völlig alleine, mitten im Nirgendwo. Und ich dachte, ich nutze jetzt nochmal die Gelegenheit und frage mal Rob und Süß, ob sie uns bzw. euch mal ihr Auto zeigen wollen, weil ich wette, es gibt den einen oder die andere von euch, die den gerne mal sehen würde. Hello! Hello guys. Well, it's UAZ Bukhanka. From It's Russia. from Russia. And it's fairly new, right? Even though it looks old. Well, we just bought it like 2021. We really love the car. Yeah. It's really nice too. Yeah. Like from the outside and from the inside. So can we Yeah. have a look inside? Yeah, of course. All right. It's a little Take bit a look. dusty. Oh, that's just how it is. Same with Yeah, us. it's just because of all the Off-road Sahara driving. Yeah. off-road driving. It's get more dirt. Küche, Schrank und Aufstelldach hier oben. Das ist an extension, right? Yeah. Well, this will be the couch and also the bed. So if we extend it like this, you can sleep in it. Yeah, we love it that it's not too big. Auch hier vorne ist alles noch sehr, sehr, sehr simpel. Obwohl das Auto keine 2 Jahre alt ist, ist hier trotzdem nicht viel Schnickschnack verbaut. Ne? You don't have like lots of... I said Schnickschnack, you know what this means? So like, not many... Electric tools. Yes, like... We have like chair heaters. Yeah, that's what you call Schnickschnack. Yeah, Like things that are nice to have, but you Ja. don't really need them. Die beiden haben den Wagen auch noch schon richtig schön aufgeregt, so wie wir ja auch. Also mit allem möglichen Schnickschnack außen dran. Wobei, You want to see the snake? we want to see the Schnickschnack. Show us the Schnickschnack. The extension with the bumper, and then The the range. range. We're very jealous of that, by the Yeah, way. roof rack on top. Some lights on. So a wheel carrier. For us it's table, but even also the sand plates. Oh, yeah. This is the Marquise. It's It's also really cool. Die Markise, die geht einmal ums Auto herum You quasi. know what? I show it to you. Okay. Wir kriegen ja alles einmal extra aufgebaut. You open it like this. This is so cool. And it's so fast too. Yeah. I think we know a lot about your car now, so Yeah. thank you. You're Don't welcome. And you guys are traveling where to next? You're staying in Morocco? Morocco and to Spain after that. After that we Yeah. have 3 months in Morocco. Nice. And then we're to going to play around. Spain for the last 6 weeks. Yeah, I think so. Yeah. Traveling for 5 months, so That's great. Skipping winter. yes. That's how you do it. Yeah. Yes. All right, thank you so much. You're Thanks. welcome. Small wood, huh? Is this still the wood that you brought? Yeah, it's from the north. When my head is full I of think the questions. people here will be very jealous on the wood here. When I'm worrying about what I can't change, I take a look at my reflection and try to make a funny face. And for a second all my sorrows melt away. 'Cause if we just smile, we can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment. Also ich glaube, ich kann mich auf jeden Fall dran gewöhnen, jeden Tag auf dem Feuer zu kochen. Das ist auf jeden Fall richtig cool und es schmeckt immer richtig gut.
Guten Morgen. Morgen. Ach, ich bin richtig schlapp. Aber wir gerade 9 Stunden geschlafen haben. Ja. Auf jeden Fall. Die letzten Tage haben richtig viel Spaß gemacht. Aber ich merke auch, dass es ganz schön anstrengend ist. Das stimmt. So viel unterwegs zu sein und so weiter. Aber Ziemlich cool. heute ist die letzte Etappe. Noch 80 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Ich freue mich drauf. Bis jetzt war die Strecke hauptsächlich ziemlich gut befahrbar. Ne? Das stimmt. Also ganz viel so gefestigte Wege, aber über Schotterpisten, über Lehmpisten und so weiter. Dann hatten wir ein bisschen Sand, was teilweise schon recht tricky war, weil wir dann doch im Vergleich zu den anderen beiden vor allem nicht ganz so viel Bodenfreiheit haben, weil der Bus ja schon nochmal ganz schön in die Knie gegangen ist, als wir ihn vollgeladen haben. Aber wir haben es trotzdem super gemeistert und es ist auf jeden Fall trotzdem eine Offroad-Piste, also hier wirst du nicht mit einem normalen PKW langkommen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg für uns, weil es jetzt nicht zu schwierig war, sondern wir konnten jetzt hier voll Vertrauen in unser Auto, aber auch in unsere eigenen Fahrkünste schaffen. Gutes Training, wa? Salam alaikum. Salam. Ja, gut. Bonsoir, oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Yes. Das war jetzt unser erster Checkpoint, Militär-Checkpoint auf dem afrikanischen Kontinent. Einer von sehr, sehr vielen, glaube ich. Und die war ganz nett, alles easy, entspannt. Und wir haben Das war gelernt, super lustig, weil so ein zwei Typen, einer hatte irgendwie eine Kalaschnikow in der Hand und so Badelatschen an. Das war ein geiles Bild. ja, und wir haben gelernt, dass wir, das wussten wir vorher schon, aber wir sollten auf jeden Fall mal Fotokopien von unserem Pass machen, von unseren Pässen, weil die Süß und Rob haben einfach die Kopien abgegeben und dann war gut und wir hatten jetzt keine Kopien, deswegen mussten sie Fotos von unseren Pässen machen. Aber das machen wir bei der nächsten Gelegenheit. Das ist, glaube ich, good to have. Auf einmal sind wir hier in diesen steinigen Hügeln und die Landschaft hat sich schon wieder komplett verändert. Ich musste vorhin dran denken, dass es noch nicht lange her ist, dass wir gesagt haben, dass wir mit diesem Auto keinen Trip in die Wüste machen würden, weil wir uns einfach noch nicht so wohl damit fühlen und so sicher damit fühlen. Und es ist wirklich keine 2 Monate her, dass das Vertrauen in den Bus so niedrig war, dass ich damit gerechnet habe, dass jederzeit wieder was passiert oder dass nach jeder Fahrt was kaputt geht oder dass jedes Mal, wenn irgendwie ein ganz kleines Klappern zu hören ist, wieder ein ganz großes Problem entstanden ist. Und heute, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass dieses Gefühl einfach komplett verschwunden ist. Wir sind so viele Kilometer jetzt schon damit gefahren, seitdem wir in Frankreich den neuen Motor eingebaut haben. Und mit jedem Kilometer ist diese Angst ein bisschen abgefallen von uns beiden. Das ist genau das, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben, was wir hoffen, was passiert. Und das ist tatsächlich passiert. Als wir diese Woche entschlossen haben, auf diesen Trip aufzubrechen, habe ich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, was denn sein könnte, wenn das Auto kaputt geht oder was sein könnte, wenn wir das nicht schaffen oder wenn irgendwas passiert, weil dieser Gedanke überhaupt nicht kam, weil für mich momentan jetzt einfach ganz klar ist, dass dieses Auto fährt. Und ich bin sehr froh darüber, dass es mittlerweile soweit ist. Und hier endet der Offroad-Track. Wir sind zurück auf dem Asphalt. Wir haben es geschafft. Wir sind in Zagora angekommen. Alles heil überstanden. Das Auto hat top performt.
Ich würde sagen, wir haben auch ganz gut performt. War ein gutes Team mit Rob und Sus zusammen. Und jetzt stehen wir hier auf diesem richtig, richtig coolen Campingplatz unter den Palmen. Szenenwechsel, 10 out of 10. Nice. We made it. Wow, yes! Good job, guys! We made it! Cool Yes. hack. Come in here, Rob. Cool hug. Rob. Some tea. That's We deserve some tea. We have some tea, guys. That was Look very, at this. very Look nice at journey. this. Look at this. We made it. It was amazing. Yeah. Good drive. So it's a- Cheers. Cheers, guys. Cheers. Woo. To a great trip. Yes. So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr und ich bin richtig froh, dass wir diese Tour gemacht haben. Vor allem in dieser guten Begleitung. Bye. Bye bye. Bis nächste Woche. Nice. That was nice. Alright, thank you. Oh, we're so curious about the movie. Woohoo! Ob ihr so viel Spaß habt? I doubt it! Geh runter von unserer Kamerafliege. So, wir haben es geschafft. Wir sind in Zagora again.